Das B2-Zertifikat, dein Masterplan für den professionellen Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu dieser intensiven Sitzung über das B2-Zertifikat. Es freut mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Dass du dich für diese Langfolge entschieden hast, zeigt mir, dass du die notwendige Ernsthaftigkeit besitzt, um dieses anspruchsvolle Niveau zu meistern. B2 ist ein Wendepunkt. Es ist der Moment, in dem die Sprache aufhört, ein Schulbuchthema zu sein und beginnt, dein professionelles Werkzeug zu werden. Es ist die goldene Brücke zum Arbeitsmarkt. In den nächsten 10 Kapiteln werden wir diesen Masterplan Schritt für Schritt durchgehen, damit du nicht nur weißt, was geprüft wird, sondern wie du diese Prüfung mit kühlem Kopf bestehst. Die Landschaft der Prüfungen: Goethe, Telg und DTB. Bevor du mit dem Training beginnst, musst du wissen, in welchem Stadion du spielst. Auf dem B2-Niveau gibt es 3 große Formate, die du kennen musst. Jedes hat seine eigene Logik und Philosophie. Zuerst das Goethe-Zertifikat B2. Das markanteste Merkmal hier ist der modulare Aufbau. Du kannst die 4 Teile lesen, hören, schreiben und sprechen völlig unabhängig voneinander ablegen und bestehen. Das bietet eine enorme psychologische Flexibilität. Wenn du zum Beispiel ein sehr starker Sprecher bist, aber beim Schreiben noch unsicher, kannst du dich gezielt vorbereiten und musst im Falle eines Misserfolgs nur das eine Modul wiederholen. Das Goethe-Institut legt großen Wert auf akademische Korrektheit und ein breites Spektrum an Themen, von Kultur bis Wissenschaft. Dann haben wir Telg Deutsch B2. Telg ist in Deutschland extrem populär, besonders im Bereich der beruflichen Integration. Die Bewertung gilt oft als sehr praxisorientiert. Im Gegensatz zum Goethe-Zertifikat sind bei vielen Telg-Prüfungen die Teile stärker miteinander verknüpft. Das bedeutet, du brauchst eine solide Gesamtleistung über alle Bereiche hinweg, um das Zertifikat zu erhalten. Telg-Texte sind oft etwas näher am alltäglichen Berufsleben und weniger abstrakt als Goethe-Texte. Schließlich gibt es den Deutschtest für den Beruf BTB B2. Dies ist ein modernes Format, das vom BAMF in Deutschland unterstützt wird und sich fast ausschließlich auf professionelle Situationen konzentriert. Hier triffst du auf hybride Aufgaben. Das bedeutet, die Kompetenzen verschmelzen. Du liest eine E-Mail eines Kunden und musst sofort eine angemessene Antwort verfassen. Hier wird deine Fähigkeit zur schnellen Informationsverarbeitung und professionellen Reaktion im Arbeitsumfeld getestet. Es geht nicht um Literatur, sondern um Arbeitssicherheit, Dienstpläne und Kundenkommunikation. Zusammenfassung Kapitel 1: Wähle das Format, das zu deinen Stärken passt. Goethe schenkt dir Flexibilität durch Module. Telg und DTB bieten eine direkte Vorbereitung auf die Anforderungen des deutschen Arbeitsmarktes. Orientierung: Wir haben die Landschaft der Prüfungen verstanden. Bevor wir uns den Inhalten widmen, müssen wir über einen Faktor sprechen, der oft unterschätzt wird: der Umgang mit der Zeit und der eigenen Psychologie. Wir wechseln jetzt zum Thema Zeitmanagement und Stressbewältigung. Im B1-Niveau hattest du oft noch das Gefühl, Zeit zum Nachdenken zu haben. Auf B2 ändert sich das radikal. Das Zeitmanagement ist hier dein unsichtbarer Gegner, der ständig Druck ausübt. Aber es gibt noch einen zweiten Gegner: die Angst. Lass uns das Modul Lesen und Sprachbausteine betrachten. Du hast in der Regel 90 Minuten Zeit. Das klingt nach viel, aber die Texte sind lang und die Sprachbausteine sind tückisch.
Viele Teilnehmer geraten in Panik, wenn sie ein Wort nicht verstehen und bleiben minutenlang an einer einzigen Lücke hängen. Mein psychologischer Rat für dich: Akzeptiere die Unvollkommenheit. Du wirst in der B2-Prüfung Wörter sehen, die du noch nie gehört hast. Das ist Absicht. Die Prüfer wollen sehen, ob du trotz dieser Lücken ruhig bleibst. Wenn du merkst, dass die Angst aufsteigt, atme kurz tief durch. Erinnere dich daran, du musst nicht 100% erreichen, um zu bestehen. Lerne, selektiv zu ignorieren. Wenn ein Satz zu kompliziert ist, such das Subjekt und das Verb. Konzentriere dich auf die Hauptaussage. Wenn du an einer Aufgabe hängst, markiere sie und geh weiter. Zeitdruck erzeugt Tunnelblick und Tunnelblick führt zu Fehlern. Bewahre die Ruhe, indem du dir sagst: Ich habe genug Zeit für die Aufgaben, die ich lösen kann. Ein kühler Kopf ist am Ende mehr wert als 10 auswendig gelernte Vokabeln. Zusammenfassung Kapitel 2: Zeitbeherrschung und Stressresistenz sind auf B2 entscheidend. Wer einen Plan für die 90 Minuten hat und mental stabil bleibt, hat die Prüfung schon zur Hälfte gewonnen. Fokus auf das Detail. Wir haben den Zeitplan und unser Mindset im Griff. Jetzt öffnen wir das Prüfungsheft und schauen uns die Texte genauer an. Wir wechseln nun zum Modul Leseverstehen. Auf dem B2-Niveau geht es nicht mehr darum, ob du verstehst, was im Text steht. Es geht darum, ob du verstehst, was der Autor meint. Die Texte sind komplexer, die Sätze länger und die Argumente subtiler. Es geht um Meinungen, Hypothesen und Schlussfolgerungen. Ein großer Stolperstein sind die kleinen Wörter, die wir Partikeln oder Einschränkungen nennen. Wörter wie einige, kaum, stets oder beinahe. Diese Wörter verändern die gesamte Logik eines Satzes. Stell dir vor, im Text steht: Es ist unbestritten, dass Homeoffice vorteilhaft sein kann. In der Prüfungsfrage steht: Der Autor behauptet, Homeoffice sei immer die beste Lösung. Ein B1-Schüler sieht Homeoffice und vorteilhaft und kreuzt richtig an. Ein B2-Schüler erkennt jedoch, dass das Wort kann eine Möglichkeit ausdrückt, aber keinesfalls eine absolute Allgemeingültigkeit wie immer bedeutet. Du musst lernen, die Nuancen zu bewerten. Was ist die Intention des Autors? Will er informieren, überzeugen, warnen oder kritisieren? Achte auf Konnektoren wie zwar, aber, einerseits, andererseits oder jedoch. Diese Wörter sind die Wegweiser durch das Labyrinth der Argumente. Wer diese Wegweiser ignoriert, verläuft sich im Text. Zusammenfassung Kapitel 3: Lesen auf B2 bedeutet, die Logik des Textes und die Absichten des Autors zu dekonstruieren. Achte penibel auf einschränkende Adverbien und Konnektoren. Vom Auge zum Ohr. Wir lassen die geschriebenen Worte hinter uns. Jetzt wird es akustisch. Wir wechseln zum Hörverstehen. Bereite deine Ohren auf verschiedene Formate und Sprecher vor. Das Hörverstehen auf B2 ist eine völlig andere Welt als auf B1. Die Sprecher sind Muttersprachler, das Tempo ist natürlich und es gibt oft Hintergrundgeräusche. Vor allem aber begegnen dir verschiedene Textsorten, auf die du dich einstellen musst. In der Prüfung triffst du meist auf 3 Arten von Audios. Erstens kurze Ankündigungen oder Nachrichten, Fakten filtern, wer, wann, wo. Zweitens Interviews oder Berichte, Details zu einem Expertenthema extrahieren. Drittens Diskussionen, Meinungen von 2 oder 3 Personen unterscheiden. Die entscheidende Strategie:
Bevor jedes Audio startet, hast du eine Vorbereitungszeit, meist 60 bis 90 Sekunden. Nutze diese Zeit niemals zum Ausruhen. Das ist deine wertvollste Phase. Lies die Fragen sofort und markiere Schlüsselwörter. Was ist der Fokus? Geht es um eine Zahl, eine Meinung oder eine Konsequenz? Wenn du die Schlüsselwörter markiert hast, ist dein Gehirn wie ein Radar programmiert. Wenn das Audio startet, scannt dein Gehirn automatisch nach diesen Begriffen oder ihren Synonymen. Die größte Herausforderung ist auch hier die indirekte Sprache. Wörter wie eigentlich, vielleicht oder zwar sind hier entscheidend. Wenn ein Sprecher sagt, das ist ja eigentlich eine gute Idee, dann bereitet er ein großes Aber vor. Achte auf den Tonfall. Oft verrät die Stimme mehr als das geschriebene Wort. Zusammenfassung Kapitel 4. Nutze die Vorbereitungszeit zum Markieren von Schlüsselwörtern. Im B2-Hörverstehen suchst du nach Bedeutung und Nuance. Das Wort nach dem Aber ist oft der Schlüssel. Die aktive Produktion. Wir haben Informationen aufgenommen. Jetzt müssen wir sie produzieren. Wir wechseln zum schriftlichen Ausdruck. Nimm den virtuellen Stift zur Hand und bereite dich auf Struktur vor. Beim Schreiben auf B2 machen viele den Fehler, zu blumig oder zu kompliziert schreiben zu wollen. Die Prüfer suchen jedoch zuerst nach einer klaren, logischen Struktur. Dein Text braucht ein Skelett, eine Einleitung, einen Hauptteil mit Pro- und Kontraargumenten und eine klare Schlussfolgerung. Du musst zeigen, dass du dich in einem professionellen Kontext bewegen kannst. Das bedeutet, weg von einfachen Sätzen hin zu komplexen Gefügen. Nutze Nomen-Verb-Verbindungen und Passivkonstruktionen, um Seriosität auszustrahlen. Ein Text auf B2 sollte nicht wie ein privates Tagebuch klingen, sondern wie ein offizielles Dokument oder eine fundierte Stellungnahme. Ein klassisches Beispiel für eine professionelle Einleitung ist: Ich schreibe Ihnen, um meiner Unzufriedenheit über den besuchten Sprachkurs Ausdruck zu verleihen. Hörst du den Unterschied? Nicht ich bin unzufrieden, sondern Ausdruck verleihen. Das ist die Sprache der Professionalität. Du wirst meistens aufgefordert, zwischen 180 und 220 Wörtern zu schreiben. Das ist nicht viel Platz für komplexe Gedanken. Sei also präzise. Jeder Satz muss eine Funktion haben. Wenn ein Satz kein neues Argument liefert oder kein Beispiel verdeutlicht, streiche ihn. Zeit und Platz sind kostbar. Zusammenfassung Kapitel 5. Klarheit und Struktur stehen über dekorativem Vokabular. Ein logisch aufgebauter Text mit klaren Argumenten ist die sicherste Basis für eine gute Note. Die Stimme der Argumentation. Das Papier ist geduldig, aber die mündliche Prüfung erfordert Präsenz und schnelle Reaktion. Wir wechseln nun zum Modul Sprechen. Stell dir vor, du bist in einer professionellen Besprechung. Die mündliche Prüfung auf B2 ist kein Monolog. Es ist eine Interaktion. Meistens legst du die Prüfung mit einem Partner ab. Und genau hier liegt die Chance und das Risiko. Viele Teilnehmer denken, sie müssen ihren Partner besiegen. Das ist ein fataler Irrtum. Es geht nicht darum, wer die wenigsten Grammatikfehler macht oder wer am lautesten spricht. Es geht darum, wer am besten argumentieren und interagieren kann. Du musst in der Lage sein, auf die Meinung deines Partners zu reagieren, sie aufzugreifen oder höflich zu widerlegen. Benutze Redemittel wie „Einerseits haben Sie recht, andererseits sollten wir bedenken, dass“ oder „Da muss ich Ihnen teilweise widersprechen, denn“
Oder darf ich an dieser Stelle kurz einhaken? Dein Mindset sollte sein: Ich führe ein professionelles Gespräch unter Kollegen. Sei höflich, zeige Interesse an den Argumenten des anderen, aber bleib bestimmt in deiner eigenen Position. Wenn du einen Fehler machst, korrigiere dich kurz selbst und rede weiter. Der Redefluss, die Logik deiner Beweisführung und deine Fähigkeit, auf dein Gegenüber einzugehen, sind viel wichtiger als die perfekte Deklination jedes Adjektivs. Zusammenfassung Kapitel 6: Interaktion und logische Argumentation sind der Kern der mündlichen Prüfung B2. Sei ein aktiver Gesprächspartner, kein passiver Kandidat. Das Arsenal des Profis. Du hast die Prüfungssituationen jetzt im Kopf. Aber welche sprachlichen Bausteine brauchst du in deinem Koffer? Wir wechseln zu den Werkzeugen der Sprache: Grammatik und Vokabeln. Auf dem B2-Niveau wird erwartet, dass du die Basiselemente der Sprache, Artikel, Zeitformen, einfache Nebensätze sicher beherrschst. Aber um die Prüfer wirklich zu überzeugen, brauchst du das Upgrade. Das wichtigste Werkzeug sind die Nomen-Verb-Verbindungen. Anstatt einfache Verben zu nutzen, die jeder Anfänger kennt, nutzt du Funktionsverbgefüge. Nicht entscheiden, sondern eine Entscheidung treffen. Nicht kritisieren, sondern Kritik üben an. Nicht helfen, sondern Hilfe leisten. Nicht beantragen, sondern einen Antrag stellen. Diese Strukturen zeigen den Prüfern sofort, dass du bereit für das professionelle Leben in Deutschland bist. Zusätzlich musst du Konnektoren wie indem, sodass, obwohl oder während sicher verwenden können, um komplexe Zusammenhänge darzustellen. Dein Vokabular sollte präzise sein. Begriffe wie vorteilhaft, unumgänglich, beabsichtigen, in Erwägung ziehen oder beeinträchtigen heben dein Niveau sofort von B1 auf B2. Es geht darum, den richtigen Ton für die richtige Situation zu finden. Zusammenfassung Kapitel 7: Das Beherrschen von Funktionsverbgefügen und präzisen Konnektoren unterscheidet einen kompetenten B2-Kandidaten von einem, der nur funktional kommuniziert. Analyse der Stolpersteine. Wir haben die Werkzeuge. Aber warum verlieren trotzdem so viele Teilnehmer den Halt? Wir wechseln jetzt zur Analyse der häufigsten Fehlerquellen. Warum fallen Teilnehmer durch? Es ist oft ein Paradoxon. Teilnehmer mit einem riesigen Vokabular fallen durch, während andere mit weniger Wissen bestehen. Warum ist das so? Es liegt meistens an der Strategie und am Fokus. Der häufigste Fehler ist, nicht genau auf das Thema zu antworten. In der Aufregung lesen viele die Aufgabe nur oberflächlich. Wenn du eine Beschwerde über einen fehlerhaften Laptop schreiben sollst, aber allgemeine Sätze über die Vor- und Nachteile von Technik schreibst, verlierst du massiv Punkte. Du musst die spezifischen Punkte der Aufgabe abarbeiten. Ein weiterer Fehler ist die mangelnde Interaktion in der mündlichen Prüfung. Wer nur seinen auswendig gelernten Text aufsagt und nicht auf den Partner eingeht, zeigt kein B2-Niveau. Die Prüfer wollen sehen, dass du flexibel reagieren kannst. Und schließlich der Fokus auf unbekannte Wörter. Im Leseverstehen verlieren Teilnehmer oft die Nerven, weil sie 3 Wörter in einem Absatz nicht kennen. Sie hören auf, den Rest des Textes logisch zu erschließen. Auf B2 musst du lernen, mit Lücken in deinem Wissen umzugehen und die globale Bedeutung trotzdem zu erfassen. Wer bei jedem unbekannten Wort stoppt, verliert das Rennen gegen die Zeit. Zusammenfassung Kapitel 8:
Erfolg auf B2 ist mehr Strategie, Fokus auf die Aufgabenstellung und Interaktion als bloße Memorisierung von Vokabellisten. Deine Roadmap zum Erfolg. Wir wissen jetzt, was wir tun müssen und was wir vermeiden sollten. Aber wie kommen wir dorthin? Wir wechseln zu deinem strategischen Plan und den Ressourcen. Dein strategischer 8-Wochen-Plan und die Macht des Rhythmus. Ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Wenn du ein solides B1-Niveau hast, solltest du etwa 8 Wochen gezielte Vorbereitung für das B2 einplanen. Aber Vorsicht, die Art und Weise, wie du lernst, ist entscheidend. Ein wichtiger Hinweis zum Rhythmus. Beständigkeit schlägt Intensität. Es ist viel effektiver, täglich 30 bis 45 Minuten pro Modul zu investieren, als einmal pro Woche 3 Stunden am Stück zu lernen. Dein Gehirn braucht die tägliche Konfrontation mit den B2-Strukturen, um sie zu automatisieren. Wenn du täglich lernst, bleibt dein Gehirn im B2-Modus. Wochen 1 und 2, die Revision und Materialien. Geh zurück zur Grammatik der Mittelstufe. Artikel, Adjektivendungen, Passiv. Ressourcen. Nutze Standardwerke wie Mit Erfolg zu Telg B2, KLET oder Fit fürs Goethe-Zertifikat B2, Hyber. Auch die Website von Deutsche Welle, DW, bietet hervorragende kostenlose Kurse. Wochen 3 und 4, das Arsenal aufbauen. Lerne gezielt Redemittel und Nomen-Derb-Verbindungen. Ressourcen. Das Buch Sicher B2 Hyber ist ein Klassiker. Schau dir auch die offiziellen Modelltests auf den Websites von telg.net und goethe.de an. Wochen 5 und 6, die Simulation. Mache komplette Modelltests unter Realbedingungen. Trainiere deine mentale Ausdauer. Wochen 7 und 8, der Feinschliff. Analysiere deine Fehler. Wo verlierst du Zeit? Wo machst du immer wieder dieselben Fehler? Zusammenfassung Kapitel 9: Täglicher, modularer Rhythmus, 30 bis 45 Minuten, ist der Schlüssel. Nutze offizielle Modelltests und erankernte Lehrwerke für eine systematische Vorbereitung. Die Ziellinie. Wir sind fast am Ende unserer Reise. Wir haben die Technik, die Strategie und den Plan besprochen. Jetzt geht es um das große Ganze. Wir kommen zum letzten Kapitel. Das B2-Zertifikat ist weit mehr als nur ein Stück Papier mit deinem Namen darauf. Es ist für dich der Beweis, dass du in der Lage bist, professionell und kompetent in der deutschen Sprache zu agieren. Es ist die Eintrittskarte für fast jede qualifizierte Arbeit in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Erinnere dich an die 3 Säulen deines Erfolgs. Erstens Struktur. Alles, was du sagst oder schreibst, braucht eine innere Logik. Zweitens Zeitmanagement. Sei der Herr über deine Minuten in der Prüfung. Drittens Interaktion. Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Viertens, reagiere auf dein Gegenüber. Wenn du diese 3 Säulen beherrschst, ist das B2-Zertifikat nur eine logische Konsequenz deines Fleißes. Es markiert das Ende deines Daseins als Sprachschüler und den Beginn deiner Karriere als kompetenter Sprachverwender. Zusammenfassung final. Das B2 ist ein Meilenstein. Verstehe die Prüfung tiefgreifend, bereite dich strategisch vor und du wirst nicht nur bestehen, sondern mit echtem Selbstvertrauen in deine berufliche Zukunft gehen. Wir sind am Ende dieser langen und intensiven Folge angekommen.
Du hast heute über 2500 Wörter deutsches Expertenwissen gehört. Das ist bereits ein hervorragendes Training für dein Hörverstehen. Ich möchte zum Schluss noch einmal betonen, dieser Podcast ist eine tiefgehende Informationsquelle, ein Wegweiser. Aber er ersetzt nicht deine eigene aktive Arbeit. Du musst dich hinsetzen, die Modelltests lösen, Texte schreiben und laut sprechen. Die Theorie haben wir heute besprochen. Die Praxis liegt nun bei dir. Ein letzter Rat für den Prüfungstag. Ruhe und Erholung sind Teil deiner Vorbereitung. Geh am Abend vor der Prüfung nicht bis Mitternacht deine Vokabeln durch. Dein Gehirn braucht Schlaf, um die gelernten Informationen abzurufen. Eine frische, ausgeruhte Mentalität ist oft der entscheidende Faktor zwischen einer guten und einer sehr guten Note. Baue regelmäßige Pausen in deinen Lernalltag ein, damit dein Gehirn gesund und leistungsfähig bleibt. Dein Lernritual für diese Woche. Hör dir diese Folge in den nächsten Tagen noch einmal an. Achte beim zweiten Mal besonders auf die Nomen-Verb-Verbindungen, die ich verwendet habe. Versuche die Zusammenfassung jedes Kapitels in eigenen Worten laut nachzusprechen. Das ist die beste Vorbereitung auf die mündliche Prüfung. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich glaube fest an deinen Erfolg. Bleib dran, bleib strukturiert und vor allem bleib mutig. Die deutsche Sprache ist der Schlüssel zu deiner neuen Welt. Wir hören uns in der nächsten Folge zum Thema C1, die Königsdisziplin. Bis bald und viel Erfolg bei deiner Vorbereitung.